Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt und heute möchte ich mit euch mal so einen kleinen bezaubernden Marienkäfer malen, der auf einer Blume sitzt und ja, das ist ein Beispiel, das lege ich hier mal dran. Ähm, Wir hatten in einem Video zuvor einfache Blumenformen gemacht, ich verlinke euch das links oben in der Ecke, das war dieses Video hierzu. Und hier hatte ich jetzt diese Blütenform mir ausgesucht. Und ihr könnt euch aber Blumenformen aussuchen, wie immer sie euch gefallen. Und ich werde jetzt mal irgendwie so eine kleine Kombination machen, dass die andere Karte ein bisschen anders aussieht. Mal schauen, vielleicht sowas kombiniert mit noch ein paar Blütenblättern. Das fände ich ganz hübsch. Ich schaue mal. Und als erstes habe ich den Marienkäfer gesetzt, damit der seinen Platz hat. Das ist ganz einfach zu machen. Ich schiebe ihn mal da oben hin. Ihr malt als erstes den Kopf des Marienkäfers. Einfach einen kleinen runden Kreis. Und da setzt ihr dann gerne schon die großen Augen drauf, wenn ihr mögt. Von diesem Kopf aus fahrt ihr in einem großen Bogen einfach nach hinten und in einem weiteren Bogen zur Mitte etwa zurück. Dann trennt ihr hier den Bauch ab, der wird schwarz. Und hier oben macht ihr sowas wie ein Keil hinein, der wird auch schwarz. Das sind also die beiden Flügel, die angedeutet sind. Dann kommt noch das Gesicht, die Fühlerchen und die Beine, die auf der Blume sitzen, male ich erst hinterher. Das wäre schon mal der Start von dem Marienkäfer. Dann habe ich mir hier in die Ecke eine Sonne gemalt. Wie ihr die macht, bleibt euch überlassen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Strahlen zu malen. Auf jeden Fall erstmal so einen Halbkreis hier setzen. Und ja, diese Sonne hat so eine Art von Strahlen, einfach so unregelmäßige Bögen. Könnte jetzt aber auch tatsächlich die Sonne malen wie eine Blume. Ja, auch ganz nett. Genau, und dann wollte ich ja noch mal eine Blume malen, vielleicht ein bisschen anders wie diese. Ich nehme jetzt hier erstmal den Mittelpunkt der Blume, denn da sitzt ja der Marienkäfer drauf. Ich skizziere mir das hier mal so halb rund, vielleicht auch so eine Spiralblume von, und male hier dann mal so kleine, kurze Blütenpetal dran. So. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch die Spirale raus, damit es nicht so unruhig wird. Also noch mal gucken. Könnte eventuell besser sein. Genau. So, und dann sitzt hier der Marienkäfer mit seinen Beinchen drauf, die hinteren ein bisschen kürzer, und lächelt die Sonne an. Und dann fehlt uns nur noch ein Stängel, der geht hier runter. Wenn ihr mögt, könntet ihr hier noch mal einen zweiten Blütenstängel dran machen oder einfach auch nur ein Blatt. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Grün in diesem. Genau. Wird ein bisschen anders als die, aber wird auch süß. Gut, ich nehme jetzt als erstes noch mal ein bisschen was von dem Bleistift wieder weg und ziehe mir die Linien dann mit einem Feinliner nach. Wenn ihr das so wie ich macht, dass ihr den Feinliner vorher malt und dann drüber malt, achtet bitte auf jeden Fall darauf, dass er wasserfest ist, weil sonst verschmiert euch das alles.
spielt beim Ausmalen der Sonne gerne mit unterschiedlichen Gelbtönen. Ich mache das hier auch. Ich male erstmal die ganze Sonne in einem Farbton aus und setze dann noch ein bisschen dunkleres Gelb, also Goldgelb oder ein Orange, noch in die Kanten rein und gibt dem Ganzen dann nochmal, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Intensität und es sieht einfach spannender aus. Ja, und nun fragt ihr euch wahrscheinlich, was macht sie denn jetzt? Ein Marienkäfer ist doch rot. Ja, das ist korrekt, aber die Sonne spiegelt sich sozusagen und macht einen hellen Lichtpunkt auf dem Marienkäfer. Und da ich das nicht mit Weiß andeuten wollte, sondern einen Sonnenreflexspiegelpunkt setzen möchte, mache ich das ein bisschen gelb, ganz wenig nur, und verziehe das dann noch ins Rot hinein. Und da wir jetzt hier auf der sonnenabgewandten Seite sind, wird das Rot noch ein bisschen dunkler. Also setze ich da einen bisschen dunkleren Farbton noch mit rein und verziehe das Ganze jetzt ganz vorsichtig. Und dadurch, dass wir hier einen wasserfesten Stift genommen haben, können wir da ganz easy über die ganzen Sachen herüber malen. Ja, wichtig ist halt zu gucken, dass dieser gelbe Lichtfleck oben nicht zu groß ist, ne? Dann sieht es nicht mehr natürlich aus, sondern das muss wirklich nur so ein ganz bisschen sein. Ich bin da auch immer wieder am Arbeiten, am drüberwischen und setze nochmal lieber ein bisschen Rot dran, sodass wirklich hinterher nur so ganz kleinerer heller Punkt bleibt. Ja, und jetzt bleibt euch eigentlich nur noch das Ausmalen mit den Farben eurer Wahl, was euch gefällt. Auch hier verbindet ruhig mal verschiedene Farben. Nur in der ersteren Karte habe ich auch die Blütenblätter in so einem Bordeaux gemacht und die Spitzen ein bisschen orange. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Auch hier das Blatt mache ich zwei unterschiedliche Grüntöne, einfach weil ich es netter fand. Und ja, spielt das, macht unterschiedliche Varianten, probiert euch aus und habt vor allen Dingen ganz viel Spaß beim Malen. Noch eine Kleinigkeit zu dem Papier. Ich habe diesmal das Watercolor Joy von Hannemühle genommen und das ist tatsächlich ein bisschen schöner für solche Übergänge, wenn man so Farben nass verlaufen lassen möchte, und so ist das auf jeden Fall besser geeignet als das Aquapad von Clairefontaine. Ich bin also von dem Papier total begeistert, aber das Aquapad muss halt auch mal aufgebraucht werden und deshalb werde ich so manche Karte damit noch gestalten. Hier habe ich aber tatsächlich das Watercolor Joy genommen und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ihr findet es unten in der Videobeschreibung.
Ja, und hier ist mir das eigentlich missglückt. Es war zu viel Farbe im Pinsel und das hat dann so riesen Spritzel gemacht. Aber dadurch, dass der Untergrund noch leicht feucht war, nimmt man es einfach wieder auf und am Ende verläuft es eigentlich ganz schön und ergibt dann doch eine ganz schöne Musterung und sieht gut aus. Aber die großen Flecken waren eigentlich nicht geplant. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie einfach es sein kann, so etwas Niedliches zu zaubern. Ganz einfache Formen, macht es nicht so kompliziert. Je simpler, umso effektvoller ist es, sage ich jetzt mal. Viele kleine Verschnörkelungen machen es nur unruhig. Und ja, so ist das doch ganz, ganz süß geworden. Je nachdem, wohin ihr die Pupillen des Marienkäfers setzt, schaut er, also wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt, dass er lieber nach unten guckt, setzt er sie nach unten, so nach oben, ne? Gestaltet die Sonne unterschiedlich. Probiert es mal aus. Vielleicht mache ich darüber auch noch mal ein Video, was es für unterschiedliche Arten gibt, Sonnen zu malen. Das könnte auch ganz spannend werden. Und ja, ich finde sie sehr gelungen. Ich mag sie leiden und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.